Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right View Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Landstraße, Baustelle, Hofis Erlebnispark. 2026 gibt es einen neuen Freizeitpark in Deutschland und wir sind schon mal hier auf der Baustelle, gucken uns das Ganze an, stellen euch das Ganze vor. Was kommt hier hin, was wird es alles geben, gibt es Achterbahn und was überhaupt steckt dahinter und wer ist das und was passiert hier. Das alles jetzt in diesem Video. Ich bin der Thomas, Hofreiter und bin Landwirt und wir machen in München, kommen wir eigentlich aus dem selber pflücken, also Erdbeeranbau und Beerenanbau und ja, bei uns kann man sich seinen Schubkarren nehmen und einfach seinen Kühlschrank voll pflücken. Also zum Beispiel, wir machen natürlich die Beeren, woher wir kommen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, aber man kann auch bei uns ganze Tomaten, Gurken oder sein Zuckermais zum Grillen pflücken. Und dort an die Felder haben wir vor 20 Jahren die Bärencafés angefangen. Das sind Familiencafés, wo die Kinder direkt am Feld auf die Strohballen rumhupfen können, Wasserspielplatz planschen, Bobbycar-Bahn fahren und eben da ist unser Motto an die Cafés vom Feld aufs Teller. Also wir nehmen unseren Tomaten, verarbeiten die zu Ketchup oder machen aus unseren Beeren eben aus Eis und Kuchen, nehmen unsere Früchte her und das machen wir jetzt alles im Außenbereich. Und jetzt seit 10 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Standort, wo wir sagen können, wir können das Ganze den Freizeitbereich weiter ausbauen und den haben wir jetzt seit so 23 haben wir den gefunden und jetzt planen wir schon eine ganze Weile dran und jetzt geht es an die Umsetzung. Ganz kurz, weil der Vergleich bestimmt kommen wird. Erdbeerlandwirt, jetzt Freizeitpark, aber ich würde es gern, dass du echt nochmal unterstreichst, wie lange habt ihr das schon vor und war Karls ein Thema vorher, bevor ihr angefangen habt oder? Also wie stehst du dazu, weil es ja dann sehr ähnlich ist? Also man muss sagen, klar, der Vergleich, mein Paar und vom Robert Vater waren schon vor 20 Jahren im Bärencafé gehockt zusammen. Ja, genau, also die Kollegen, das ist ähnlich wie die Freizeitbranche bei den Erdbeerbauern, das ist eine ganz kleine Branche und man muss sagen, vor 10 Jahren, wo ich auf der Suche war nach einem Standort, da habe ich mir auch nicht gedacht, dass das Projekt so groß werden wird. Das hat sich eher, sage ich mal, so dahin entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen einen Standort, wo wir ganzjährig auch die Produktion fokussieren können. Und das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt mit dem tollen Standort hier, dass wir so in den Freizeitbereich reingehen. Das war eigentlich am Anfang ein viel kleineres Projekt geplant, aber da wir hier auf einer Freizeitfläche sind und nicht so stadtnah, haben wir gesagt, okay, wir brauchen natürlich eine gewisse Strahlkraft, dass wir auch einen gewissen Umkreis erreichen, weil momentan sind wir im Stadtgebiet München eigentlich unsere Cafés oder direkt dran und da kommt man einfach zwangsläufig dazu. Unsere Hofläden hat man. Natürlich, also man schaut sich auch Sachen an, die gut laufen. Und da muss man einfach sagen, Indoor wollten wir schon immer machen. Und so hat sich das eigentlich dazu entwickelt. Sage mal, unser Kern, die Spielbereiche, wollen wir beibehalten, aber erweitern durch sage mal, Fahrgeschäfte. Und das ist einfach das Konzept, wo ja, halt einfach auch zu uns passt. Und die Sachen, die wir selber zeigen, ja, das ist unser Konzept und so haben wir es eigentlich schon immer vorgehabt. Und damals, muss ich sagen, vor 10 Jahren, wo ich das angefangen habe, zum Suchen nach Standorte, da war Karls noch gar kein Thema. Also muss man wirklich sagen. Ja. Bevor wir reingehen, ja, wo befinden wir uns und auf was für einer Fläche? Weil die Fläche hat, glaube ich, auch eine gewisse Geschichte. Ja, das ist die alte Western City. 2015 ist der Inhaber gestorben
und 2017 ist das Areal, das Hauptareal abgebrannt. Also da hat es einen großen Brand gegeben, den dritten großen Brand. Und das war so das Ende von der Westernstadt. Und daraufhin wir haben das natürlich mitgekriegt, weil wir wohnen bloß eine Viertelstunde von hier entfernt. Und daraufhin haben wir uns eigentlich den Kontakt gesucht und das hat dann relativ schnell gezeigt, dass wir gut zusammenpassen, dass das Freizeitthema ein schönes Thema ist und ja, hat sich das einfach so entwickelt und dann haben wir es kaufen können. Gehen wir jetzt also quasi durch den zukünftigen Haupteingang oder wie? Genau. Also das kann man sich so vorstellen, wir wollen jetzt endlich zeigen, wie man die Produkte, was für Produkte eben wir schon selber machen. Also wirklich das vom Feld aufs Teller wollen wir hier wirklich zeigen. Das können wir momentan leider nicht, weil uns dazu die Möglichkeiten fehlen. Und da wollen wir eben zum Beispiel zeigen, wie unser Ketchup frisch gemacht wird oder unser Kuchen belegt wird, die Geburtstagskuchen frisch gemacht werden oder unser Eis eben oder frisch die Pizza zubereitet wird. Bei euch kann man also Geburtstagskuchen bestellen, die ich dann für einen Geburtstag irgendwo nutze, oder ist das für Geburtstage, die hier dann gefeiert werden? Beides. Also man kann daheim feiern und unseren Kuchen abholen oder auch hier feiern. Das heißt, kurz vorm Geburtstag darf das Geburtstagskind euch nicht besuchen, weil es dann gespoilert wird. Genau. Finde ich gut. Genau. Wenn ihr das jetzt hier macht, das wird ja ein bisschen größer und ich weiß ja nicht, wie groß eure Felder sind. Liefert ihr dann auch noch extern oder produziert ihr auf euren Feldern dann nur noch für euch selbst? Wir produzieren nur für uns selbst. Jetzt schon? Oder? Jetzt schon, also okay. Genau. Wir vermarkten alles direkt. Ja. Genau. Weil, was man jetzt als Externer, also die Preiskämpfe mit Supermärkten, wollt ihr euch das gar nicht antun? Na, das wollte mein Vater schon nie. Ja. Und das haben wir sind wirklich direkt am Kunden und die Felder sind auch direkt, also wirklich für die Kunden. Okay, spannend. Ja. Was, also hier ist dann die Showmanufaktur. Ja, genau. Kommt noch was anderes in diese Hier Halle? kommt auch noch ein Verkaufsbereich rein. Exit always to the gift shop. Klar, genau. Da wollen wir eben auch unsere Produkte zeigen und ja, und noch ein bisschen erweitern. Das wird groß. Ja, für uns auch riesig. Also sowas Großes haben wir noch nicht gemacht und ja. Die Pläne waren schon recht groß, aber wenn man dann drin steht, war für uns schon einmal. Ups. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir für unsere kleine Firma ist das schon ein Riesenschritt. Ja, genau, gehen wir einfach in die, sagen wir, Erlebnishalle. Mhm. Hier, das wird der Sitzbereich. Wir haben da Softplay. Da hinten kommen an die Fenster die Geburtstagsboxen hin, mit dem Blick in Paartal. Also wir haben da draußen eine echt schöne Anlage. Nicht schlecht. Ja. Und eben 2 Fahrgeschäfte. Verratet ihr schon, was kommt, oder bleibt es noch Überraschung? Ein paar Sachen bleiben noch Überraschung. Alles klar. Fahrt haben wir schon verraten. Alles gut. Genau. Das ist ja komplett obliegt euch, wann ihr wem was zeigt. Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Erlebnisteil, der wird erstmal als Kalthalle geplant. Also der ist noch nicht isoliert. Das ist der Bereich. Was entstehen noch hier für Räume? Ist das Backstage? Also oder? quasi hier kann man sein Essen bestellen und abholen direkt. Das ist jetzt der Pizzabereich. Ah, okay. Wo man sieht, eben deswegen nur die halbhohe Wand, dass man eben sieht, wie die Pizza frisch gemacht wird. Und wahrscheinlich da dann die Abluft für den Ofen? Ja, genau. Okay. Ja, genau. Und das da sind eigentlich alles ja, Spülbereich, Mitarbeitertoiletten und... Okay, also ja. Infrastruktur. Die Infrastruktur, genau. Und das ist der zweite Bereich und den werden wir so ein bisschen saisonal halten.
wo wir eben dann zum Beispiel im Winter sowas wie Eislaufbahn und Christkindlmarkt vorhaben. Und also vor allem, ich weiß ja nicht, wie es mit dem Wetter hier ist, aber Eislaufbahn bei uns in der Region immer schwierig, weil immer zu warm. Ja, oder genau. wenn gerade nicht zu warm, dann regnet es drauf, was auch gleichzeitig zu warm ist. Aber ja, genau, das sollte eben überdacht sein. Und ja, und dann im zweiten Schritt kann man das immer noch ausbauen und erweitern. Das ist echt groß. Ja, genau, so ist es uns auch gegangen. Also, wo man dann mal wirklich die Maße dann, wo man mal die Pflöcke gesteckt hat, okay. Ja, aber also das Projekt macht richtig Spaß. Also ja, ist richtig fordernd, aber ja, wir haben uns ja einen ziemlich straffen Zeitplan gesetzt. Wir wollen am 27.03. aufmachen, also nächstes Jahr. Seid ihr noch im Zeitplan? Ja, schon noch. Also es muss schon immer wieder müssen wir kämpfen. Es kommt schon auch auf den Winter drauf an. Also. Aber ja, nee, also ich bin da noch zuversichtlich. Aber es werden natürlich auch die letzten 3 Monate werden auch ziemlich entscheidend sein. Weil jetzt sieht man viel. Also das Dach ist jetzt dann nächste Woche zu. Und auch die Halle, das ist alles schnell gemacht. Aber dann der Innenausbau und so, aber wir haben super Firmen und ja. Stand jetzt, wenn ich dich fragen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, du würdest es nochmal machen, oder? Ja, klar. Ich frage dich das im März nochmal. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber wenn man so lange da schon drauf hinarbeitet und jetzt endlich was realisieren kann, und man lernt so viele coole Leute kennen, also die einen auch so unterstützen. Also ich weiß noch, wie vor, was war das, 2,5 Jahre das erste Mal mit dem Christoph zusammengehockt war und gar keine Ahnung gehabt habe von Parks überhaupt, also mit dem Christoph Wunderlich. Und der uns da wirklich so unterstützt hat. Also ja. Und auch so viel, ja, einfach Fahrgeschäfte ist für uns. Also wir haben Spielgeräte bis jetzt. Also Erlebnisspielplatz, das bauen wir auch schon alles selber. Aber dann, Schritt zu Fahrgeschäfte ist natürlich für uns ein großer Schritt. Ja. Wir haben jetzt quasi, ich sag mal, 3 Hallen gesehen. Wird es auch draußen was geben? Ja, klar. Also das ist ja jetzt, daher kommen wir ja und das wollen wir natürlich auch, ja, eigentlich ist ja der Außenbereich der Hauptbereich. Und da sieht man die Herausforderung bei dem Grundstück. Wir haben auch noch einen Pferdehof dabei. Ach so, der war dabei. Der war dabei. Ja, genau, das war ja der Fred Rey, der das gemacht hat, und der hat einen eigenen Reitstil entwickelt. Das ist das Reihreiten. Und der wird hier auch fortgeführt, und das ist ja auch, der ist ja auch europaweit, ist der Verein gestreut. Also, und das ist so das Pferd auf Augenhöhe mit dem Mensch. Okay. Also quasi nur wenn es will. Also das ist, und das passt ja ganz gut dazu, und der macht auch Alpaka-Wanderungen und die Ziegen dann und ja, also das. Und das ist eigentlich so das letzte Gebäude, was von der Westernstadt noch steht. Das Trapper Inn ist jetzt momentan Baubüro. Und von Pets das Karussell. Mhm. Also man sagt, Michael Jackson wollte schon kaufen. Welches Karussell nicht, was irgendjemand irgendwo ausgrabt und sonst keine Geschichte dazu hat? Da gibt es sogar ein Bild. Das bedeutet aber, dass das alles auch noch Parkgelände von euch dann ist? Ja, genau. Also das ist im Endeffekt zieht sich das alles rüber. Wir wollen
Hier zum Beispiel kommt der Swing Tower hin von SBF. Hinten der Ultra Family Coaster. Und die Zwischenräume sind eigentlich für das Erlebnisspielen. Wir wollen auch den Wasserspielplatz groß erweitern. Also das ist für uns ja so ein Highlight. Aber eben auch zum Beispiel da, wo der Wohnwagen steht, kommt der große Erlebnisspielplatz hin. Er soll vom Bergmann kommen und halt so Stationen immer weiter, zum Beispiel unser Strohlabyrinth darf nicht fehlen. Dann haben wir auch so Wasserkissen, unser Bobbycar-Bahn, also das ist alles ein Thema. Und da unten das neue Gebäude, das wird die Bulldog-Bahn von Aufwind, auch mit einem 4D-Kino. Also, und das können wir uns mal hinschauen, das wird ganz spannend, weil die Bulldog-Bahn, die darf auch noch einige Höhen überwinden, weil die fährt nämlich hier entlang und darf dann runter in den Bahnhof. Also ich weiß, dass die Fahrzeuge das können. Ja, genau. Aber wenn man das jetzt gerade so sieht und wir haben Mitte Oktober und wir reden von März, ist so. Ja, genau. Also da, wir dürfen schon noch was machen. Muss der Projektleiter die Ärmel aber hochkrempeln. Ja, also da, wir müssen uns schon ranhalten, aber sage mal, die Wege herrichten und das bis mal alles im Boden ist, das ist eigentlich so das große Thema. Also bis die Leitungen und alles erschlossen ist, aber wir sind da schon gut dabei. Muss theoretisch vorm Frost jetzt alles passieren oder? Ja, genau. Also Leitungen müssen auf alle Fälle, sollten sie bis November, sollten sie alles drin sein. Also, die 3 Wochen. Ja, genau. Ja, wir haben schon, also es ist schon so, dass Strom, Internet, Wasser, liegt schon alles drin. Jetzt geht es rein nur noch um Abwasser, wo wir 3/4 fertig sind und noch Regenwasser. Okay, cool. Ja, spannend, ey. Also krass, was ihr vorhabt. Ja. Aber es schlägt ja so, seitdem das so die ersten Meldungen gab, schlägt es ja auch schon Wellen. Aber das jetzt mal zu sehen, ist halt schon geil. Ja, für uns auch immer. Also, wie gesagt, also bis jetzt haben wir landwirtschaftliche Hallen gebaut oder so, aber sowas. Man wächst ja mit den Aufgaben. Ja, genau. muss man. Jeden Tag lerne ich dazu. Ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben erstmal alles gezeigt und erklärt. Ja. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal hier. Euch viel Erfolg erstmal weiter beim Bau. Und ich freue mich, wenn wir uns beim Opening wieder hier sehen. Ja, danke, freue mich auch.